Folgenden dargestellte Aktion unter anderem vorbereitet werden können. Mehr zu den gezeigten Aufklärungsmöglichkeiten erläutere ich ihm im Laufe der Vorführung. While we are talking, you will see a film on the video wall showing how the action described could be prepared, amongst other things. I will explain more about this in the course of the demonstration. Heute demonstrieren wir Ihnen eine dieser Festnahmeoperationen mit zeitlicher befristeter Stehzeit der Kräfte am Boden, die aus Gründen der Vereinfachung und der Geheimhaltung einzelner Aspekte nur oberflächlich und teilweise unter Komprimierung des tatsächlichen zeitlichen Ablaufs dargestellt wird. His current whereabouts have been discovered. The target is now to arrest this person if possible. Nachdem durch andauernde Kommunikation zwischen den Aufklärungstruppen, den Hubschraubern und den Bodentruppen ein Zugriffsort festgelegt wurde, findet jetzt der Zugriff statt. Das Fahrzeug mit der Zielperson fährt von links nach rechts in Richtung der dargestellten Ortschaft. Task forces consisting of command forces of 4 light support helicopters, one LUH and 2 Tiger attack helicopters approach the vehicle on the runway. Die Einsatzkräfte, bestehend aus Kommandokräften in den 4 leichten Unterstützungshubschraubern, ab jetzt nur noch kurz als LUH abgekürzt, und 2 Kampfhubschrauberfliegern befinden sich im sehr tiefen Anflug auf das Fahrzeug. Unter Ausnutzung aller geländebedeckten Deckungsmöglichkeiten und des Überraschungsmomentes bekommt die Zielperson diesen Angriff erst so spät mit, dass keine Gegenreaktion mehr möglich ist. As you can see, the helicopters have approached the target. The target has been disabled, the troops have been dropped off, and the command helicopter sat directly in front of the vehicle to stop its further movement. Aus den angelandeten LUHs steigen die Kommandosoldaten heraus, im militärischen Sprachgebrauch sitzen sie ab und führten die Festnahme der Zielperson durch. Während der Festnahme wird auch das Fahrzeug auf mögliche weitere Informationen durchsucht und diese werden sichergestellt. As you can see, 3 of the LUHs dispatched troops onto the road who are now surrounding the vehicle, while a further team is fast roped onto the surface next to the buildings at the far end in order to provide an overwatch. Da es bei der Festnahme einen Verletzten gegeben hat, wird unter Funk ein Medical Evacuation Team, ab jetzt Medivac Team, angefordert, welches den Verletzten evakuieren wird. Gleichzeitig wurden auch die in Bereitschaft stehenden Reaktionskräfte der Quick Reaction Force im Folgenden stehen im ständigen Kontakt mit den angreifenden Kräften und können in sehr kurzer Zeit am Eingreifsort eintreffen. During the course of the operation, there was 1 person injured during the arrest, and consequently a medical evacuation team has been requested via radio. At the same time, the reaction forces of the Quick Reaction Force were called up. These teams are in constant contact with the attacking forces and can arrive at the scene in a very short time. Die QRF-Kräfte landen vor und hinter dem Einsatzgebiet und sichern es nach allen Seiten ab. Die Medivac-Maschine landet direkt zwischen den Sicherungskräften, um die Aufnahme des Verwundeten durchzuführen. The QRF forces land in front and behind the area of operations and secure it on all sides. The Medivac aircraft moves directly between the security forces and the casualty will be taken on board. Um im Umkreis des Landeplatzes und im Anflug so wenig Angriffsmöglichkeiten wie möglich zu geben, wird der Anflug sehr schnell durchgeführt. Dies ist ein spezielles taktisches Manöver, Soldaten landen zu können. The approach is carried out very quickly, as you can see, in order to give as few opportunities for attack as possible within the vicinity of the landing site. It's a special tactical maneuver that requires the crews to land as close as possible to the soldiers. Nach der Aufnahme der verletzten Person fliegen die Hubschrauber wieder ab und die QRF-Kräfte verbleiben vor Ort. Ein Kampf
Kampfhubschrauber Tiger begleitet den Medevac-Hubschrauber als Geleitschutz. Der zweite Kampfhubschrauber verbleibt am Einsatzort. After the injured person has been recovered aboard the helicopter, they take off again. The QRF forces remain on the ground. One of the Tiger helicopters accompanies the air medevac helicopter as an escort, and the second attack helicopter remains on site to provide an overwatch. Grundsätzlich befindet sich an Bord der NH90 qualifiziertes Sanitätspersonal, unter anderem ein Rettungsarzt, um auch während des Fluges Verletzte bzw. Verwundete medizinisch versorgen zu können. Dies ist eine seltene Fähigkeit, für die der NH90 mit seinem großen Laderaum und seiner speziellen Ausrüstung besonders geeignet ist. The medevac aircraft was one of the NH90 helicopters, ideally equipped with qualified medical personnel, including an ambulance doctor, so that injured or wounded persons can receive medical care during flight. This is a wonderful capability for the NH90. Nun sehen Sie den bereits angesprochenen Abflug des Medevac-Hubschraubers mit dem Begleitschutz. As you can see, the medevac is now lifted off and the Tiger is escorting him safely from the area, with the second Tiger maintaining an armed overwatch. Kampfhubschrauber Tiger, der Transporthubschrauberregimenter 10 aus Fassberg und 30 aus Niederstetten mit dem leichten Transporthubschrauber NH90 des Kommando Spezialkräfte aus Calw, dem Fallschirmjägerregiment 31 aus Seedorf. The forces you're watching here today are from the Rapid Forces Division, from the 36th Regiment Kurhessen, the NH90s from 10 and 30 regiments at Fassberg and Niederstetten respectively, Special Forces Command at Calw, the 31st Paratroop Regiment from Seedorf, the 64th Helicopter Wing from Laupheim, flying the light support helicopters, Der Führungshubschrauber nimmt jetzt wieder im Vorfeld abgesetzte Sicherungssoldaten auf, da die Gefahr an diesem Platz nicht mehr so besteht. As you can see, the first of the LUH helicopters has landed to recover the troops deployed to the village to provide an overwatch. In der Zwischenzeit wurden die Hubschrauber zur Aufnahme der Einsatzkräfte wieder abgerufen. Wenn Sie nach links Richtung Osten schauen, sehen Sie nun wieder die einfliegenden Hubschrauber zur Aufnahme. The Tigers made another reconnaissance pass in order to make sure there is no direct threat to the helicopter forces, so they are recalled to retrieve the troops on the ground. If you look to the left, ladies and gentlemen, you'll see the three LUHs, the NH90 and the CH-53 all running in. They will be picking up both the arrested suspect and the deployed troops. Auch dieser Anflug wird in sehr geringer Höhe durchgeführt, um nicht mehr Aufmerksamkeit als nötig zu produzieren. Of course, making a very low approach to stay out of the view of any possible attacking forces. Direkt nachdem die Hubschrauber aufgesetzt haben, werden die abgesetzten Soldaten und die festgenommene Person aufgenommen. And now performing the pickup, the retrieval of the Special Operations Forces troops on the ground, and of course of the arrested person.
Zwischenzeit, während der Aufnahme der Person und während des gesamten Szenarios, kreisen ein Tiger und ein LUH über den Aufnahmeplatz, um sicherzustellen, dass auch keine weiteren Angriffe erfolgen werden. Single LUH and the Tiger, of course, providing an overwatch. Now all the troops have been picked up, the helicopters leave the area of operation in the direction of an airfield or temporary landing site for further transport onwards. Nach der Aufnahme aller Truppen verlassen alle Hubschrauber das Einsatzgebiet in Richtung eines Flugplatzes oder eines provisorischen Landeplatzes zur weiteren Verlegung. Es geht jetzt darum, die Einsatzkräfte und die verwundete Person aus diesem Gebiet in ein sicheres Gastland zu bringen. Hierzu eignen sich Flächenflugzeuge aufgrund ihrer höheren Zuladung und der größeren Geschwindigkeit. Zum weiteren Transport der Einsatzkräfte und der Zielperson wird nun eine CH-145M Transall landen. Da nicht sichergestellt werden kann, dass sich im Umkreis des Flugplatzes keinerlei bewaffneten Feindkräfte mehr befinden, wird der Anflug und auch später der Abflug sehr schnell und die Landung sehr steil durchgeführt werden. Dies ist ein selten zu sehendes Schauspiel und jedes Mal eine besondere Leistung der Besatzung. Now, it can't be guaranteed there's no armed enemy forces in the vicinity of the airfield we are now at. You will see the C-160 shortly will make a very steep approach and departure, very fast as possible. This is a very unusual spectacle. It's a special performance and is known as a Sarajevo approach. The aircraft makes the steepest possible approach to remain out of range of small arms fire for as long as possible. The Transall just lining up the runway. Very shortly will make a steep approach to land in the shortest possible distance. And the first people to leave the Transall after it lands will be the Air Mobile Protection Team. Direkt nach der Landung der Transall verlässt als erstes ein Air Mobile Protection Team das Luftfahrzeug. Seit ca. 2 Jahren werden diese Teams durch Objektschutzkräfte der Luftwaffe zur Sicherung von Luftfahrzeugen eingesetzt. Jedes Team besteht grundsätzlich aus 5 Soldaten, kann aber missionsabhängig auch verstärkt werden. Ihr Auftrag lautet, Luftfahrzeuge, ihre Besatzung bzw. Passagiere und die Ladung der Luftfahrzeuge in einem Umfeld, in dem die Sicherheit nicht gewährleistet ist, vor Übergriffen zu schützen. Air Protection Team is leaving the aircraft. For the last 2 years, these teams have been deployed by the Luftwaffe as object protection forces and also to secure aircraft. The team basically consists of 5 soldiers, but can be strengthened depending on the mission. The armament of these troops is limited to precision weapons, small arms and machine guns, which can be used depending on the situation. Soldiers of the Air Mobile Protection Teams have already been and are regularly deployed in Mali, Afghanistan, Libya and Somalia. Nachdem die C-160 gelandet ist, erreichen auch die vom vorherigen Einsatzort anfliegenden Hubschrauber LUH, NH90 und CH-53 den gesicherten Flugplatz und werden direkt hinter dem Transportflugzeug landen. Die mit anfliegenden Kampfhubschrauber Tiger überwachen auch diese Aktion mit ihrer hervorragenden Sensorik aus der Luft und stellen dadurch sicher, dass keine Angriffe aus einem eventuellen Hinterhalt stattfinden können.
with the C-160 safely on the ground and protected by the NPT. The LUH helicopters, the NH90s and the CH-53 arrive from the last location we were at and land directly behind the transport aircraft, while the two Tiger helicopters with their excellent airborne sensors monitor the action and also monitor for the presence of enemy forces and make sure no ambush can take place. Zeit wurde die Zielperson von dem derzeitigen Platz in die Hubschrauber verbracht und wird jetzt abtransportiert. Special Operations Forces, the target and wounded personnel are all taken from the helicopters into the transport aircraft. In der Transall finden bis zu 91 Personen sitzend oder 40 Personen liegend Platz und bis zu 2 Intensivpatienten können mit der entsprechenden Ausrüstung transportiert werden. Alle Spezialkräfte und der Verwundete aus den Hubschraubern werden jetzt in das Transportflugzeug gebracht. Transall very well suited to this role. Up to 91 persons can be seated, or 40 persons. Two intensive care patients can be transported along with the appropriate equipment. Sobald die Personen aus den Hubschraubern ausgestiegen sind, verlassen diese sofort wieder den Verladeplatz. As soon as all the people get out of the helicopters, they would get straight on board the transport aircraft. Während der gesamten Zeit bewegt sich die Rotte Kampfhubschrauber Tiger weiterhin im Luftraum über dem Flugplatzgelände. Da in der Regel intensive Flugbewegungen nicht lange unbemerkt bleiben, stehen die Kampfhubschrauber bereit, um jederzeit gegen Angriffe auf den Flugplatz mit Show of Force oder mit präzisem Waffeneinsatz begegnen zu können. All the while, the troops are moving on the ground. The Tiger attack helicopters continue to patrol the airspace above and around the airfield. These kind of intensive flight operations always attract attention. So the combat helicopters are available at any time to counter attacks on the airfield with either a show of force or a precise use of weapons. Da die Transall eine zwar kurze, aber dennoch ausreichend lange Startstrecke im Hinblick auf die äußeren Bedingungen wie Höhe und Temperatur braucht, dreht das Luftfahrzeug nun auf der Start- und Landebahn und rollt zum vorberechneten Startpunkt zurück. Dort angekommen wird die C-160 wieder drehen und den Startlauf beginnen. So, ladies and gentlemen, with the departure of the transport helicopters, the Transall is backtracking on the runway prior to takeoff. During takeoff, and as long as the aeroplane is at low altitudes, it will continue to be accompanied by the attack helicopters. The return flight out of the area of operation will only begin with the departure of the transport aircraft with the emergency forces on board. Das folgende Bild sehen Sie sehr, sehr selten. Ich würde Ihnen nun raten, die Fotoapparate zu zücken und auf die Transall und die beiden Kampfhubschrauber Tiger zu achten. Perfect opportunity for you photographers. Very unusual formation this. Two attack helicopters with a C-160 about to depart. Während des Starts und solange sich das Flächenflugzeug in geringen Höhen befindet, wird es weiterhin durch die Kampfhubschrauber begleitet. Erst mit dem Abflug des Transportflugzeuges mit den Einsatzkräften wird der Rückmarsch aus den Einsatzgebieten angetreten.
am Boden ist in dieser Verbindung von Mobilität und Kampfkraft nur durch Kampfhubschrauber zu leisten. Die intelligente Technik in Verbindung mit hervorragend ausgebildeten Besatzungen garantieren die Dominanz im bodennahen Luftraum. The protection of transport aircraft, both in the air and on the ground, can best be achieved by this combination of mobility and combat strength of the combat helicopters. The intelligent technology, excellently trained crews guarantee dominance in the airspace near the ground. Well, ladies and gentlemen, if you now look to the east, to your left if you're facing the airfield, you can already see the formation approaching. The formation leader flies with his 4 LUH light support helicopters, the 2 Tiger attack helicopters, followed by the 2 NH90 transport helicopters, and the workhorse of the Army aviators, now part of the Luftwaffe, the Sikorsky CH-53, and at a safe distance above and behind them, the C-160 Transall transport aircraft. Wir lassen Sie jetzt mit diesem imposanten Bild alleine, um dieses richtig genießen zu können. We'll be quiet for a moment here to let you enjoy this very impressive sight. And if you've got a camera ready, this is a most unusual formation. Verehrte Gäste, die Bundeswehr dankt Ihnen für das gezeigte Interesse und allen an dieser fliegertaktischen Demonstration beteiligten Kräfte. Weiterhin viel Spaß auf der ELA 2018. Well, ladies and gentlemen, the Bundeswehr, the German Armed Forces, would like to thank you for your interest in all the forces involved in this tactical aviation demonstration. And I'd like to thank them for a fascinating display and a wonderful demonstration of their world-class capabilities. I'd also like to thank Mitch Zähler, our co-commentator temporarily up here, for another brilliant job. Thank you, Tim. See you. And ladies and gentlemen, enjoy the rest of the show here at ELA 2018.